Diese ganzen Schlagerhits. Zweimal Nein heißt einmal Ja. What the fuck? Gibt's, den Song gibt's. Fotzenalarm habe ich mir jetzt ausgedacht. Klar, aber... Ganz im Ernst, wenn ich das nicht offengelegt hätte, ne? Locker 5 von euch Frauen hätten nachher im Auto gesessen und gesagt, sag mal, Michi, was googelst du da jetzt? Was? Ja, wir wissen ja nicht, ob der Beat vielleicht ganz geil ist. Fotzenalarm. Ja, hier aus dem Jahr 2014 von DJ Spaltung. Da hast du's. Hat der eigentlich ein Album? Ich weiß gar nicht, wo ist das denn erschienen? Ist das vielleicht so? Nee, ist nur der Song. Hä, aber wo ist denn... Ach, der ist nur rausgekommen auf der Après-Ski-Hits 69. 69, so viele Ach, 69! Ach, wegen... Das ist doch völlig normaler Humor in Deutschland. Kennst du meine Freundin? Fotze, oder? Normal. Ist ja noch kein großes Thema, ist ja nicht, noch nicht gesellschaftlich so relevant. Und ganz im Ernst, auch noch nicht lange bei mir, bin ich ja auch ganz ehrlich. Als ich Kind war, da war null Thema. Wir haben alle mit 6, 7, 8, 9, wir haben alle Blondinenwitze erzählt, ohne dass jemand auf die Idee kam zu sagen, ganz kurz, Jungs, die Hälfte unserer Mütter ist blond. Was machen wir hier eigentlich? Das sind ja auch Menschen irgendwo, ne? Dann hast du mit 13, 14, 15 haben wir angefangen, James Bond zu gucken. Geile Filme, richtig geil, richtig geiler Mann. Richtig geil, das sind ja geile Autos auch, geile Anzüge. Ja, immer so Uhren, kannst du Leute töten, richtig geil. Nee, geil, gerade die alten Filme. Klar, da war immer so eine Frau dabei, die immer meinte, er wollte sie küssen, hat sie so an die Wand gedrückt und sie meinte, nein, James, nein, James, nein, James. Aber dann einfach Dollar drücken. Nee, und wenn man sie dann doll küsst, dann mag die das. Alles klar, Pierce Brosnan, hab ich mir so notiert. Sean Connery, danke nochmal. Ja, du, James Bond, das ist einfach Kulturgeschichte. Nee, das ist auch irgendwie ein bisschen sexualisierte Gewalt auf einer Leinwand. Ja, aber auf verschiedenen Kontinenten und, naja. Auch mit Anfang 20 noch nicht. Sexistische Witze waren völlig normal, gerade so in Männergruppen. Und ich war so gut wie nur in Männergruppen, weil ich war Backstage unterwegs. Und das war viel Männergruppen. Ich habe Zivi gemacht und dann sofort Backstage. Und es ist egal, wohin du gehst, ne? Sei es Poetry Slam, Comedy, Stand-Up oder auch politisches Kabarett. Es sind meistens Männerrunden. Woran liegt das? Fragt die FAZ in allen anderen 6 Wochen. Gibt es zu wenig lustige Frauen in Deutschland? Ich glaube, die Antwort ist nein. Ich glaube nicht, dass es zu wenig lustige Frauen gibt. Ich glaube, es gibt einfach weniger Frauen als Männer, die sich denken, ja, in meinem Beruf, ich bin der Geilste. Alle müssen sehen, dass ich der Geilste bin. Heute bin ich in Hamburg der Geilste. Morgen bin ich in Dortmund der Geilste. Und dann bin ich in Leipzig auch der Geilste. Und alle lachen und klatschen und applaudieren und vielleicht kann das diese Leere in mir füllen, die ich eigentlich immer schon empfunden habe. Vielleicht schaffe ich das, dass sie, eigentlich weiß ich, dass sie nicht davon gefüllt werden kann, dass mir völlig wahllos wildfremde Menschen sagen, dass ich meinen Job gut mache, den ich seit 14 Jahren hauptberuflich mache. Vielleicht wäre ein guter Anfang dafür, dass mein Vater sagt, dass er stolz auf mich ist, aber das kann er nicht machen. Mein Vater hat keine Gefühle, weil er ein richtiger Mann ist. Ich habe auch keine Gefühle. Ich muss nicht, wenn mir nicht die Scheine beim Rausgehen stoßen. Männerrunden, das war viel Männerrunden. In denen ich mich bewegt habe. Und in diesen Männerrunden war... weirdester, den ich jemals gehört habe. Männerrunden. Es gibt auch in jeder Männerrunde, klar, und sexistische Witze, das ist irgendwie so ein Ding von, oh, man kann sich übertrumpfen, ja, wem schadet's, ist ja keine von denen da. Und es gibt immer diesen einen Mann, wo die ganze Gruppe sich, weißt du guckst rum, niemand sagt was, aber alle wissen, ja, der war ein bisschen doll. Oh. Es gibt immer einen, der immer noch einen oben drauf ist, und man denkt, das war Frauenhass, da war gar keine Pointe mehr. Ja, aber dann sagst du nichts, weil, ja, ach, was soll's, ne? Bei uns war es Paul in der Gruppe, nennen wir ihn Paul. Paul war auch so einer, immer ein oben drauf. Und der Typ, ich fand ihn einfach richtig scheiße. Dann habe ich irgendwann mich nicht mit der Gruppe mit ihm getroffen, sondern mit Paul alleine. Netter Typ, richtig netter, angenehmer Typ. Und er meinte dann nach dem Treffen, ey, wollen wir uns nochmal vielleicht, dass wir uns nochmal treffen? Und ich meine sofort, gerne, aber nie wieder, wenn andere Männer mit dabei sind. Und er meinte, ja, das macht Sinn, auf jeden Fall. Ja, irgendwie klar. Ja, wir sind beste Freunde gewesen. Ich habe 10 Jahre mein bester Freund. Ich habe ja wirklich aber immer nur ihn getroffen und nie jemand anderen. Und es wurde mit der Zeit auch besser, ne? Aber irgendwann hat er auch geschnallt. Frauen sind Leute, um Gottes Willen. Oh, was mache ich denn da? Dann irgendwann fing er sogar an, so richtig mit Therapie. So, oh, mein Vater hat das Frauenbild, ich habe das Frauenbild. Oh, hängt das zusammen? Dann hatten wir kurz keinen Kontakt, weil ich ein Kind hatte und er meinte, oh nein, das macht unsere Freundschaft kaputt. Wir wollen richtig viel Drogen nehmen mit dir. Und dann meinte er den Satz, ja, da musst du dich jetzt entscheiden. Also entweder Drogen oder das Kind.
what? Nein, irgendwann haben wir uns wieder befreundet und das ist das Schöne. Es gibt auch Männerfreundschaften, weißt du, weil irgendwann hat er gemerkt, okay, das ist wohl nicht sein Ding. Das war richtig schön. Und dann gab es den Tag, an dem ich rausgefunden habe, dass Paul eine Frau vergewaltigt hat. Und das war ein furchtbarer Moment. Und der Moment es war nicht ein Moment, in dem ich geschockt war. Nicht davon, dass er eine Frau vergewaltigt hat, sondern dass ich nicht eine Sekunde gedacht habe, oh, warte mal, gibt's denn da? Mein erster Gedanke war, ja klar hat er das. Erstens, warum sollte diese Person lügen? Einige wollen nur Aufmerksamkeit. Halt dein degeneriertes Maul. Niemand will die Aufmerksamkeit. Niemand denkt sich, guck mal, ich wurde vergewaltigt, kriege ich jetzt Mohnbrötchen umsonst? Niemand hat diesen Gedanken. Das ist furchtbar, das sagen zu müssen. Einige lügen, ja, 3%, rechne nach. Und der zweite Gedanke war, ja, natürlich hat er das. Nicht in dem Jahr, als ich es rausgefunden habe, nicht vor 3 oder 4 Jahren oder wann das war, sondern das war das lange davor, 7 Jahre davor, als mein Sohn geboren wurde in dem Jahr. Und dann hatte ich extrem mieses Schuldgefühle, die ich sofort weggepackt habe, weil ich dachte, ja, immer mal einen Ball flach halten, ich habe damit nichts zu tun. Was ja stimmt, ich habe mit der eigentlichen Vergewaltigung nichts zu tun. Ich war nicht dabei, ich habe es nicht gewusst, ich hätte es auch nicht ahnen können, ich hatte keine Ahnung davon. Und trotzdem gingen diese Gefühle nicht weg. Und dann habe ich irgendwann in der Therapie darüber gesprochen und gemerkt, natürlich habe ich Schuldgefühle, weil ich habe ja nicht mit dieser Vergewaltigung was zu tun, aber eine Vergewaltigung kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Da gibt es eine Menge Schritte davor und ich war bei all diesen Schritten dabei. Und ich habe nichts dagegen gemacht. Ich war wie alle anderen. Ich habe gelacht und Paul, ein bisschen doll. Und das war's. Und das wäre eigentlich unsere männliche Aufgabe. Und das ist schwer, das zu sein. Es ist schwer, der zu sein, der sagt, stopp. Sei es im Büro oder im Freundeskreis oder beim scheiß Bowling, wo immer so ein Ingo dabei ist, der mindestens einmal pro Bahn sagt, oh, 3 Löcher die Kuchen, ne, wie meine Frau. Und dann müssen alle Männer machen. Und dann sollst du der sein, der sagt, Leute, stopp. Wenn er diesen Witz macht und wir lachen darüber, dann setzen wir ja Frauen herab. Und ich meine, klar, es war nur ein Witz, aber eben vielleicht auch nicht nur. Und vielleicht ist das... Ich gehe alleine polen. Ja, klar, natürlich. Weil das ist immer diese männliche Angst, aus der Gruppe geworfen zu werden. Du musst immer der Geilste sein, immer der Dollste. Hoffentlich bin ich heute cool genug. Oh nein, sonst bin ich vielleicht morgen nicht mehr in der Männergruppe mit dabei. Und dieses Destillat aus Panik, bald wieder alleine zu sein, diese Angst, die die Wände hinabtropft, dass man vielleicht nicht cool genug ist, das ist Freundschaft. Und trotzdem müsste ich damit anfangen, klar. Wenn ich nicht will, dass meine Tochter zu den über 60% der 16-Jährigen gehört irgendwann, die schon in dem Alter in Kontakt kommen mussten und betroffen waren von sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt oder Vergewaltigung oder sexueller Belästigung, dann ist das nicht meine Aufgabe, ihr Karate beizubringen, damit sie sich wehren kann, sondern den Männern meiner Umgebung zu sagen, halt dein Maul, das ist nicht witzig, das kann gefährlich sein, wahrscheinlich nicht, vielleicht aber schon. Du hast ein furchtbares Frauenbild, hol dir Hilfe. Das habe ich einmal verkackt und ich will es nicht nochmal verkacken.